Ein Gespräch über den Alltag. Stehst du jeden Tag zur gleichen Zeit auf? Ja, ich stehe immer um 7 Uhr auf. Auch am Wochenende oder nur unter der Woche? Am Wochenende schlafe ich meistens etwas länger. Wie lange kannst du dann schlafen? Oft bis 9 oder sogar 10 Uhr. Fühlst du dich dann erholter? Ja, deutlich entspannter als sonst. Bist du morgens direkt wach oder müde? Ich bin morgens fast immer sehr müde. Redest du morgens viel oder wenig? Ich rede morgens lieber wenig. Was hilft dir morgens beim Wachwerden? Eine Dusche und ein starker Kaffee. Trinkst du Kaffee zu Hause oder draußen? Ich trinke Kaffee ruhig zu Hause. Trinkst du ihn allein oder zusammen? Meistens trinke ich ihn allein. Hörst du dabei Musik oder Nachrichten? Ja, oft höre ich leise Musik. Frühstückst du jeden Morgen oder manchmal nicht? Ja, sonst bekomme ich schnell Hunger. Isst du süß oder salzig? Morgens esse ich lieber salzig. Was isst du morgens am liebsten? Brot mit Käse oder ein Ei. Kochst du gern oder eher ungern? Ja, ich koche gern einfache Gerichte. Kochst du für dich allein? Ja, meistens nur für mich. Was kochst du nach der Arbeit? Oft Nudeln mit Gemüse oder Suppe. Kochst du frisch oder schnell? Meistens schnell, aber frisch. Bestellst du manchmal auch Essen? Ja, wenn ich keine Energie habe. Wann hast du keine Energie? Nach langen und stressigen Tagen. Was bestellst du dann am häufigsten? Meist Pizza oder asiatisches Essen. Kochst du am Wochenende mehr? Ja, dann habe ich mehr Zeit. Wie kommst du jeden Tag zur Arbeit? Ich fahre morgens mit dem Bus. Ist der Bus oft voll? Ja, besonders am frühen Morgen. Nervt dich das manchmal? Ja, es ist oft laut. Was machst du während der Fahrt? Ich höre Musik und schaue raus. Denkst du dabei nach? Ja, oft über den Tag. Was machst du nach der Arbeit? Ich gehe nach Hause und ruhe mich aus. Legst du dich kurz hin? Nein, ich sitze auf dem Sofa. Lernst du abends noch etwas? Ja, ich lerne jeden Tag Deutsch. Lernst du lange oder kurz? Meistens nur 20 Minuten. Wie lernst du neue Wörter? Ich höre Gespräche und wiederhole Wörter. Schreibst du Wörter auf? Ja, in ein kleines Heft. Lernst du lieber allein? Ja, das passt besser für mich. Macht dir dein Alltag Spaß? Ja, meistens bin ich zufrieden. Möchtest du etwas ändern? Vielleicht mehr Ruhe und Zeit. Ein Gespräch über das Wetter. Wie ist das Wetter heute bei dir? Heute ist es kalt und bewölkt. Ist es den ganzen Tag so? Ja, bisher schon. Hat es heute auch geregnet? Ja, heute Morgen hat es geregnet. War es starker Regen? Nein, nur leichter Regen. Magst du Regen oder eher nicht? Ich mag Regen nicht besonders. Warum magst du Regen nicht? Regen macht mich oft müde. Das Gefühl kenne ich gut. Mir fehlt dann die Energie. Wie fühlst du dich bei Sonne? Bei Sonne fühle ich mich besser. Bist du dann aktiver? Ja, ich gehe mehr raus. Gehst du gern spazieren? Ja, besonders bei gutem Wetter. Gehst du lieber morgens oder abends? Lieber am Nachmittag. Ist es dann wärmer? Ja, meistens ist es dann wärmer. Wie warm ist es heute? Etwa 10 Grad. Das ist ziemlich kühl. Ja, ich trage eine Jacke. Trägst du auch einen Schal? Ja, manchmal ist es windig. Ist Wind für dich schlimm? Starker Wind nervt mich. Mich auch, besonders im Gesicht. Genau, das ist unangenehm. Wie ist das Wetter im Winter? Im Winter ist es kalt und dunkel. Fällt bei dir oft Schnee? Nein, nur selten. Magst du Schnee? Ja, aber nur kurz. Warum nur kurz? Schnee ist schön, aber kalt. Verstehe ich gut. Nach ein paar Tagen reicht es.
Wie ist das Wetter im Sommer? Im Sommer ist es oft heiß. Magst du Hitze? Nein, Hitze mag ich nicht. Warum nicht? Ich schwitze schnell. Das ist anstrengend. Ja, besonders nachts. Kannst du dann gut schlafen? Nein, ich schlafe schlecht. Öffnest du nachts Fenster? Ja, für frische Luft. Hilft das ein bisschen? Ja, manchmal schon. Welche Jahreszeit magst du am liebsten? Ich mag den Frühling. Warum magst du den Frühling? Es wird heller und wärmer. Die Natur verändert sich. Ja, alles wird grün. Das macht gute Laune. Ja, ich fühle mich positiver. Redest du oft über das Wetter, Ja, fast jeden Tag. besonders mit Kollegen? Ja, das ist ein leichtes Thema. Das Wetter verbindet Menschen. Ja, jeder hat eine Meinung. Schaust du jeden Tag den Wetterbericht? Ja, morgens und abends. Warum so oft? Ich plane meinen Tag danach. Zum Beispiel Kleidung, Ja, Jacke oder keine Jacke. Regenschirm oder Sonnenbrille. Genau so. Wie wird das Wetter morgen? Morgen soll es sonnig sein. Das klingt gut. Ja, das freut mich sehr. Dann ist gute Stimmung. Ja, hoffentlich den ganzen Tag. Ein Gespräch über Lernen und Kulturen. Lernst du im Moment etwas Neues? Ja, aber nicht jeden Tag gleich viel. Lernst du gerade Deutsch oder etwas anderes? Ja, ich lerne Deutsch, aber manchmal auch Englisch. Lernst du gern Sprachen? Ja, aber es ist oft anstrengend. Was findest du am Lernen anstrengend? Neue Wörter merken ist schwer. Lernst du lieber mit einem Buch? Nein, Bücher machen mich schnell müde. Wie lernst du dann lieber? Ich höre Gespräche und Videos. Hörst du dabei aktiv zu? Ja, meistens sehr konzentriert. Schreibst du neue Wörter auf? Manchmal ja, manchmal vergesse ich es. Wiederholst du die Wörter später? Naja, nicht immer, leider. Das kenne ich gut. Lernen braucht Disziplin. Lernst du lieber allein oder zusammen? Lieber allein, dann bin ich ruhiger. Lernst du zu Hause oder draußen? Meistens zu Hause am Tisch. Lernst du morgens oder abends? Abends, nach der Arbeit. Bist du dann noch fit? Manchmal ja, manchmal nein. Was machst du, wenn du müde bist? Dann lerne ich nur kurz. Findest du Deutsch schwierig? Ja, besonders die Grammatik. Welche Grammatik ist schwer? Die Vergangenheit verwirrt mich. Sprichst du trotzdem Deutsch im Alltag? Ja, aber mit Fehlern. Hast du Angst vor Fehlern? Ja, ein bisschen. Fehler gehören zum Lernen. Ja, das weiß ich. Hilft dir Sprechen beim Lernen? Ja, sprechen hilft sehr. Mit wem sprichst du Deutsch? Mit Kollegen oder im Laden. Verstehen dich die Leute? Meistens ja, manchmal nicht. Fragst du dann nach? Ja, ich frage oft nach. Interessierst du dich für andere Kulturen? Ja, sehr sogar. Welche Kultur findest du spannend? Die deutsche Kultur interessiert mich. Was ist anders als bei dir? Alles ist pünktlicher und ruhiger. Magst du das? Ja, aber manchmal ist es zu streng. Wie ist es bei Essen? Essen ist hier sehr anders. Inwiefern anders? Es gibt viel Brot. Magst du Brot? Ja, sehr gern. Isst du gern mit anderen zusammen? Ja, Essen zusammen ist schön. Redet man dabei viel? Ja, das gefällt mir. Lernst du auch Traditionen? Ein bisschen, aber nicht viel. Warum nicht so viel? Ich konzentriere mich auf Sprache. Hast du ein Lernziel? Ja, flüssig sprechen ohne Angst. Das ist ein gutes Ziel. Ja, ich bleibe dran. Ein Gespräch über die Arbeit. Arbeitest du heute oder hast du frei? Nein, heute habe ich leider keine Freizeit. Wann beginnt dein Arbeitstag normalerweise?
Mein Arbeitstag beginnt meistens um 8 Uhr. Kommst du immer pünktlich zur Arbeit? Ja, ich bin fast immer pünktlich. Warst du heute auch pünktlich? Ja, heute war ich sogar etwas früher. Magst du frühes Arbeiten? Nein, früh arbeiten mag ich nicht besonders. Warum magst du das nicht? Morgens bin ich langsam und müde. Was machst du zuerst im Büro? Ich checke zuerst E-Mails und Nachrichten. Hast du viele E-Mails jeden Tag? Ja, manchmal sind es wirklich zu viele. Findest du E-Mails stressig? Ja, sie machen mich oft unruhig. Arbeitest du lieber allein oder im Team? Ich arbeite gern im Team. Ist Teamarbeit immer einfach für dich? Nein, manchmal gibt es viele Meinungen. Gibt es dann Streit oder Diskussionen? Diskussionen ja, Streit eher selten. Kannst du gut diskutieren? Ja, aber nicht jeden Tag gern. Was nervt dich an deiner Arbeit? Mich nerven Zeitdruck und viele Termine. Hast du oft Termine? Ja, fast jeden zweiten Tag. Sind Termine immer sinnvoll? Nein, manche Termine bringen nichts. Sagst du das auch offen? Nein, das sage ich selten. Warum sagst du nichts? Ich will keinen Ärger machen. Verstehe ich gut. Das denken viele Kollegen auch. Wie sind deine Kollegen allgemein? Die meisten Kollegen sind freundlich. Gibt es auch schwierige Kollegen? Ja, mit manchen ist es kompliziert. Wie gehst du mit ihnen um? Ich bleibe ruhig und höflich. Arbeitest du im Büro oder zu Hause? Meistens arbeite ich im Büro. Magst du Homeoffice nicht? Nein, zu Hause arbeite ich schlechter. Warum arbeitest du schlechter zu Hause? Ich lasse mich schnell ablenken. Wodurch lässt du dich ablenken? Durch Handy, Haushalt und Gedanken. Machst du regelmäßig Pausen? Ja, kurze Pausen sind sehr wichtig. Was machst du in Pausen? Ich gehe raus oder trinke Kaffee. Trinkst du viel Kaffee bei der Arbeit? Ja, manchmal zu viel Kaffee. Hilft Kaffee dir wirklich? Ja, aber nur für kurze Zeit. Bist du nach der Arbeit müde? Ja, abends bin ich oft erschöpft. Denkst du abends noch an Arbeit? Leider ja, das passiert oft. Kannst du gut abschalten? Nein, abschalten fällt mir schwer. Was hilft dir beim Abschalten? Spazieren gehen oder ruhige Musik hören. Magst du deine Arbeit insgesamt? Ja, trotz Stress mag ich sie. Würdest du den Job wechseln? Nein, momentan möchte ich bleiben. Was wünschst du dir bei der Arbeit? Weniger Stress und mehr freie Zeit. Das klingt sehr verständlich. Ja, das wünschen sich viele Menschen. Ein Gespräch über Ziele und Träume. Denkst du oft über deine Zukunft nach? Ja, besonders abends denke ich darüber nach. Denkst du eher kurzfristig oder langfristig? Meistens denke ich an die nächsten Jahre. Hast du konkrete Ziele für dieses Jahr? Ja, ich will ruhiger leben. Was bedeutet ruhiger Leben für dich? Weniger Stress und mehr Zeit. Wann möchtest du das ändern? Schrittweise ab diesem Jahr. Hast du Ziele für nächstes Jahr? Ja, ich will beruflich sicherer sein. Bedeutet das einen neuen Job? Nein, eher bessere Bedingungen. Welche Bedingungen wünschst du dir? Klare Aufgaben und feste Zeiten. Hast du auch persönliche Ziele? Ja, ich möchte gesünder leben. Was heißt gesünder Leben konkret? Mehr Bewegung und besseres Essen. Ab wann willst du damit anfangen? Ab nächsten Monat ganz bewusst. Hast du sportliche Ziele? Ja, regelmäßig spazieren gehen. Jeden Tag oder nur manchmal? Mehrmals pro Woche reicht mir. Träumst du von großen Veränderungen? Nein, große Veränderungen machen mir Angst, Warum machen sie dir Angst? weil ich Sicherheit brauche. Ist Sicherheit sehr wichtig für dich? Ja, ohne Sicherheit bin ich unruhig. Hast du finanzielle Ziele?
Ja, ich will besser sparen. Bis wann möchtest du sparen? In den nächsten 2 Jahren. Träumst du von Reisen? Ja, ich möchte mehr reisen. Wann möchtest du reisen? Vielleicht nächstes Jahr im Sommer. Allein oder mit jemandem? Lieber mit einer vertrauten Person. Gibt es ein Traumland? Ja, Italien ist ein Traum. Warum Italien? Wegen Essen, Sprache und Atmosphäre. Träumst du von einem Zuhause? Ja, von einer ruhigen Wohnung. Wann möchtest du umziehen? Vielleicht in 3 Jahren. Stadt oder Land? Am Stadtrand, nicht im Zentrum. Hast du familiäre Ziele? Ja, stabile Beziehungen sind mir wichtig. Denkst du an eine eigene Familie? Ja, aber erst später. Wann ist später für dich? Vielleicht in 5 Jahren. Träumst du von persönlichem Wachstum? Ja, ich will selbstbewusster werden. Wie willst du das erreichen? Durch Übung und Geduld. Hast du Lernziele? Ja, ich will besser Deutsch sprechen. Bis wann möchtest du flüssiger sprechen? In etwa einem Jahr. Übst du regelmäßig dafür? Ja, fast jeden Tag. Glaubst du an deine Ziele? Ja, aber ohne Druck. Was machst du bei Rückschlägen? Ich mache Pausen und mache weiter. Gibst du schnell auf? Nein, aufgeben passt nicht zu mir. Was motiviert dich langfristig? Kleine Erfolge und klare Schritte. Haben Träume für dich einen Sinn? Ja, sie geben mir Richtung. Und Ziele geben Struktur? Genau, Ziele helfen im Alltag. Klingt nach einem guten Plan. Ja, Schritt für Schritt reicht mir.